Da sieht man auch wieder, wie stark Abhängigkeiten zu externen Anbietern die eigenen Businesses wirklich beeinträchtigen und Negativeffekte eben dann auslösen kann. Den Firmen eben zu zeigen, wie können sie ihre eigene IT-Infrastruktur so gestalten, dass sie sicher, skalierbar, aber eben auch zukunftsfähig ist und vor allem eben herstellerunabhängig. Herzlich willkommen zum Neurotalk, heute mit Johannes Werner. Schön für die Einladung. Gerne doch. Ich finde es sehr spannend, also du bist in der IT tätig, IT-Architekt, richtig? Genau, richtig, ja. Und wie bist du auf deine Idee für Infrakin gekommen? Ja, Infrakin ist im Prinzip die Plattform, die mittelständische Unternehmen unabhängig von Hyperscalern wie AWS von Amazon oder Azure von Microsoft machen soll. Und um eben solche, das war damals noch nicht der Fall, aber um solche Ausfälle wie jetzt jüngst mit Cloudflare zu vermeiden und da eben auf volle Unabhängigkeit und eigene Selbstverantwortung zu setzen, daraus entstand die Plattform Infrakin. Ja, ich habe das selber letztens gemerkt, weil dann plötzlich gar nichts mehr ging. Und ich dachte, was ist denn jetzt das Problem? Ich habe überall recherchiert, bis ein Freund mir dann am Telefon meinte, nee, das ist gerade bei allen Rechnern so. Ganz richtig. Erstmal alles geht nichts mehr. Genau, ja, das halbe Internet war ja lahmgelegt, als Cloudflare nicht ging. Und, da sieht man auch wieder, wie stark Abhängigkeiten zu externen Anbietern die eigenen Businesses wirklich beeinträchtigen und Negativeffekte eben dann auslösen kann. Unglaublich. Und das war also deine Motivation, um dann zu sagen, ich möchte anderen Menschen helfen, dass sie unabhängig davon sind. Ganz richtig, genau. Also ich als Lehrerin würde dazu sagen, das Montessori-Prinzip, Hilfe zur Selbsthilfe. Ganz richtig. Als Ex-Lehrerin. Genau, ja, den Firmen eben zu zeigen, wie können sie ihre eigene IT-Infrastruktur so gestalten, dass sie sicher, skalierbar, aber eben auch zukunftsfähig ist und vor allem eben herstellerunabhängig. Ja, also das Ganze basiert eben zu 99,9% auf herstellerunabhängigen, quelloffenen Systemen. Applikationen, die als Plattform zusammengeschraubt werden, sodass der Anwender im Prinzip mit vertrauten Techniken und Mechaniken arbeiten kann, aber eben alles unter eigener Regie. Spannend. Und ich war letztens auch woanders noch auf so einem Webinar zu N8N. Und das nutzt du ja auch. Kannst du das Tool mal ein bisschen für die, die noch gar keine Ahnung haben, so erklären, was das für ein Tool ist? Ja, also N8N ist auch quelloffen und Open Source und ist eben auch, kann auf Bedarf, bei Bedarf und auf Wunsch eben auch Teil der Plattform werden, die immer eben kundenspezifisch zugeschnitten ist. Und N8N ist ein Workflow-Tool, wo man eben Business-Prozesse als Flows abbilden kann und eben damit dann wirklich flowmäßig alles abbilden, was das Herz begehrt. Hat viele vorkonfigurierte Schnittstellen zu den gängigen KI-Tools wie ChatGPT, Perplexity etc. Und man kann eben aber auch, und das ist eben was Infrakin eben auch anbietet, man kann auch selbst gehostete KI-Modelle nehmen, wo dann eben keine Daten, keine sensiblen Firmendaten zu den amerikanischen US-Konzernen abfließt, sondern das Ganze auf deutschen selbst gehosteten Servern eben dann sauber unter den eigenen Fittichen läuft. Unter eigener Regie bleibt. Genau, richtig, ja. Ich arbeite ja auch viel im Bereich Cybersecurity. Also mein Thema ist ja eher die Kommunikation, weil ja wirklich in der Cybersecurity 80-90% liegt nicht an der Technik, wenn ein Angriff geschieht, sondern eher an der fehlenden Kommunikation in den Teams. Und was ist da deine Plattform? Was bringt das, wenn man mehr Cybersecurity haben will? Ja, also zum einen ist die Gesamtarchitektur primär darauf ausgelegt, alles erstmal zu containerisieren. Das heißt, man lässt die einzelnen Applikationen in Containern laufen. Das ist eine gängige Praxis, die seit Jahren in den Best Practices sozusagen gelehrt und angewendet wird. Sicherheitstechnisch ist das auch gut, weil man eben das Host-System von den einzelnen Applikationen trennt. Und wenn man, das ist jetzt ein Buzzword wie viele andere auch, aber wenn man im DevSecOps-Bereich eben darauf achtet, dass die einzelnen Container abgeschottet vom Host-System sind, ist es für Angreifer sehr, sehr schwer,
kann es sehr schwer sein, wenn es sauber umgesetzt ist, von dem Container auszubrechen, aufs Host-System Zugriff zu bekommen. Ganz besonders dann, wenn man eben zum Beispiel Socket-Proxies benutzt, die dann eben wirklich nochmal ein extra Layer an Security mit reinflechten, dass dieser Übergriff vom Container aufs Host-System nicht stattfinden kann oder nicht ganz so leicht. Okay, und jetzt mal für so Normalos ausgedrückt. Also zum Beispiel nicht jeder kennt und weiß, was ein Container ist. Ja, nee, genau. Außer die Container, die so auf LKWs stehen. Die Ja, genau. Genau so kann man sich das vorstellen, im Prinzip wie die Schiffscontainer. Wenn jetzt also eine Applikation, die man betreibt oder betreiben möchte, will man abschotten und will man im Prinzip wie in so einen Container packen und die hat alle Abhängigkeiten, die die Applikation selbst braucht, hat sie in dem Container drin und kann da autark laufen. Und wenn man das jetzt eben mit mehreren Applikationen macht, also man hat jetzt 10, 20 Applikationen, die man betreiben will und jede läuft in ihrem eigenen Container, dann können die auf gezielten Verbindungswegen miteinander kommunizieren. Aber wenn man die nicht voreinstellt, nicht vorkonfiguriert, dann gibt es zwischen den Containern nicht das Wissen, dass die anderen Container existieren. Außer von dem Host-System, also quasi das Containerschiff, was genau wissen sollte und weiß, welche Container sind geladen, welche sind in welchem Status etc. Und im Bereich Cybersecurity kann man da auch sagen, die sind sozusagen unabhängig voneinander. Das heißt, wenn eins jetzt kaputt geht, steckt das nicht direkt alle an. Genau, das ist genau, wenn man die Best Practices anwendet aus dem DevSecOps-Bereich, dann ist genau das der Fall. Da denke ich immer an meinen Wohnwagen, wo ich auch mein Solarpanel hatte und einfach unabhängig war von Strom und Wasser und einfach mein Ding hatte. Ja, ganz richtig. Man kann sich das auch vorstellen, wenn jetzt in einem der geladenen Container ein Feuer ausbricht, der aber ja abgeschottet ist, dann kann es sein, dass die anderen umliegenden Container die Wärme an der Wand spüren, aber das Feuer kann normalerweise, eben wenn auf ein paar Sicherheitstechniken geachtet wird, kann das Feuer nicht übergreifen und den anderen Containerinhalt anstecken. Das ist genau der Sinn und Zweck. Als das Stromwerk in unserer Stadt mal Probleme hatte, habe ich mir nur gedacht, ihr habt Probleme, ich nicht. Ganz richtig. Mit meinem Solarpanel. Genau. Ja. Das denkt sich der Container von nebenan dann wahrscheinlich auch. Ungefähr so, ja. Also die Unabhängigkeit, die man sich damit als Unternehmen schaffen kann und dass man eben seine eigene IT nicht mehr als ein Sammelsurium lauter Software-as-a-Service-Produkte von oft amerikanischen Großkonzernen betreibt, von denen man dann in jeder Art und Weise abhängig ist, sei es Preis, sei es Feature-Gestaltung. Wenn man das Ganze auf Open-Source, quelloffenen Systemen aufbaut, und dann selbst eben die Features einbaut, die man selbst braucht oder die eben noch nicht vorhanden sein sollten, dann hat man die IT als echten Vermögenswert, der Firmengruppe der eigenen oder der eigenen Firma eben den Wert steigert und als Asset wirklich tragfähig wird, weil die Abhängigkeit nicht mehr da ist und weil die IT-Architektur als echte Säule und als Möglichmacher des Business-Erfolgs wirklich ein Standfuß im Unternehmen ist. Das Ziel, die Unternehmen selbst zu bestärken und dann eben bei Bedarf auch dann, das ist das eigentliche Endziel sozusagen von dem Infrakin-Produkt, dass irgendwann das Business so dadurch beflügelt wurde, dass eine eigene IT-Abteilung, wenn nicht vorher schon vorhanden, aufgebaut wurde und die den Betrieb des Produktes vollumfänglich übernehmen können. Wenn wir zurück zur Pädagogik kommen und Montessori, Hilfe zur Selbsthilfe, wie als Mutter, wenn du dann als den 18-Jährigen in die Selbstständigkeit entlässt. Nur mit der Hoffnung, dass es vielleicht nicht 18 Jahre dauert, bis die Firma dann unabhängig sein kann. Ganz richtig, genau. Nee, unabhängig ist sie ja im Prinzip ab Tag 1 der Integration des Produkts, der Plattform. Dann ist eben die Frage, ab wann ist die Firma in der Lage, mit der eigenen IT das Produkt selbst zu betreiben. Ja. Die Plattform, genau. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wo können die Leute sich melden, wenn sie Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten? Vielleicht setzen wir dann hier unten in die Videobeschreibung, finden die dann den Link. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank für die Einladung. Und für alle CIOs bis in 2 Wochen.